Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. In diesem Video erfahrt ihr Spannendes, wie sich die Geschichte des Schlosses Miro weiterentwickelt hat und welche Adligen hier ihr Leben verbrachten. Prinzessin Sophie Charlotte zu Mecklenburg-Strelitz war eine Tochter des nicht regierenden Herzogs Karl Ludwig Friedrich zu Mecklenburg-Strelitz und seiner Frau Herzogin Elisabeth Albertine, einer geborenen Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen. Im Obergeschoss des Schlosses finden sich 2 Appartements. Im Zentrum liegt der wichtigste Raum im ganzen Schloss, der Festsaal. Im Schloss zog die junge Herzogin-Witwe zusammen mit ihrer unverheirateten Schwester Luise Albertine von Schwarzburg-Sondershausen den Prinzen Karl groß. Erst mit dem Heranwachsen des Prinzen von Miro und in der Folge seiner Heirat mit Elisabeth Albertine wurden diese Räume hergerichtet. Es ist zudem bekannt, dass hier die Hofdamen und auch die Prinzessinnen Christiane und Charlotte wohnten. Beide Prinzessinnen waren Kinder des Herzogs Karl Ludwig Friedrich. Eine Küche gab es im Übrigen nicht im Haus. Sie war aufgrund der Brandgefahr in einem anderen Gebäude untergebracht. Die genaue Funktion dieses Wohnraums ist nicht mehr bekannt. Das Zimmer erhielt im 18. Jahrhundert eine Peking-Tapete als Wanddekoration, wie einst auch andere Räume im Schloss. Charakteristisch für diese Tapeten sind aufgemalte Pflanzenranken mit Blattwerk und Blüten oder auch Vögeln und Schmetterlingen im Geschmack der China-Mode. Die Stühle und die Sitzbank sind um 1780 bis 90 in England entstanden und gehören damit nicht mehr in die Epoche der Herzogin-Witwen. Ob ein Zusammenhang mit der Miroer Prinzessin Sophie Charlotte besteht, die Königin von England wurde, ist ebenso unklar wie der Zeitpunkt, zu dem diese Möbel ins Schloss kamen. Der elterliche Hof in Miro war ländlich, klein und sehr bescheiden. Als Charlotte 1 Jahr alt war, beriefen ihre Eltern den Theologen und Gelehrten Gottlob Burchard Gensmer als Erzieher für die fürstlichen Kinder an den Miroer Hof. Gensmer forschte intensiv auf den Gebieten der Geschichte, der Botanik und der Geologie. Es ist davon auszugehen, dass nicht nur die Söhne, sondern auch Charlotte und ihre Schwester Christiane von Gensmer unterrichtet wurden. Er muss es auch gewesen sein, der das Interesse der kleinen Charlotte für die Botanik weckte. Durch seinen Einfluss unterstützte sie als Königin den Aufbau der berühmten botanischen Sammlungen von Kew. Im Jahr 1773 erhielt der Leiter des Botanischen Gartens in London Exemplare einer neu entdeckten Pflanzenart. Zu Ehren der Königin Charlotte benannte er diese Art mit dem Namen Strelitzia. Diese Tapeten sind 1754 ebenso wie die des Gewitterzimmers und des Streublumenzimmers für die Herzogin Elisabeth Albertine, Mutter von Charlotte, in Dresden angekauft worden. Der französische Maler Antoine Watteau stand mit seinen Namen für Darstellungen von Liebespaaren oder musizierenden Personen vor einer Parkkulisse. Er war der Erste, der diese von der italienischen Oper beeinflussten Szenen malte und dafür berühmt wurde. Neben den typischen Liebespaaren zeigt eine Darstellung ein Treffen mit einem Wahrsager und eine andere die Zusammenkunft mit einem Zauberer. Die Ausstattung von Räumen mit solchen Malereien war im Rokoko überaus beliebt und findet sich in vielen anderen Schlössern. Im Watteau'schen Zimmer stand ein Ofen, der vor Restaurierungsbeginn die Form eines schmalen, hochrechteckigen Pfeilers aufwies. Seine Kacheln mit Monogramm zeigen, dass es sich um eine Sonderanfertigung für den Miroer Hof handelte.
Die Schwestern Prinzessin Christiane und Charlotte wurden darüber hinaus von verschiedenen Gouvernanten erzogen. Namentlich bekannt sind eine Mademoiselle Seltzer und Friederike Elisabeth von Grabow. Letztere hat die Mädchen in der französischen und in der italienischen Sprache unterrichtet. Frau von Grabow interessierte sich aber auch für die antike und moderne Geschichte und war des Lateinischen mächtig. Einen besonderen Hang hatte sie zur Literatur und veröffentlichte selbst Gedichte in deutscher Sprache. Dass Charlotte früh mit den Schriften der Aufklärung vertraut war, belegt ein Brief aus dem Jahr 1760, mit dem sie einen Band von Voltaires Werken zurückgab. Sie hielt ihn nicht für einen Mann von Qualität und wollte keine weiteren Werke von ihm haben. Charlotte selbst verfasste einige Gedichte auf Englisch und förderte intensiv gebildete Schriftstellerinnen der Aufklärung. Ihre private Bibliothek umfasste bei ihrem Tod über 4000 Bände. Nachdem das Schloss seit dem Tod von Elisabeth Albertine in einen exakt 100-jährigen Dornröschenschlaf fiel, begann ab 1861 eine groß angelegte Restaurierungsmaßnahme. Zu dieser letzten fürstlichen Ausstattungsphase gehörte auch eine beeindruckende Papiertapete, die anhand von Fragmenten rekonstruiert werden konnte. Das vergoldete Sofa entstammt dem Neorokoko und kam wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ins Haus. Im späten 19. Jahrhundert glich das Schloss einem Familienmuseum. Wie in diesem Raum hingen zu jener Zeit auch in fast allen anderen Zimmern zahlreiche Porträts von Vorfahren oder Verwandten. Neben vielen anderen finden sich an der Wand die Porträts des ersten Strelitzer Herzogs Adolf Friedrich II. Und des letzten Strelitzer Regenten Großherzog Adolf Friedrich VI. Mit seinem geheimnisvollen Tod im Februar 1918 fand die regierende Linie nach mehr als 150 Jahren ihr Ende. Über Charlottes Kindheit ist weiterhin bekannt, dass auch Tanzunterricht zur standesgemäßen Erziehung der fürstlichen Kinder gehörte. Ebenso war die musikalische Erziehung ein unbedingtes Muss. Erhalten hat sich eine Quittung des Komponisten und Musiklehrers von Charlotte und ihren Geschwistern. Prinzessin Sophie Charlotte wurde im Gesang und Klavierspiel unterrichtet. Somit war durch den Unterricht, den Charlotte schon als Kind erhielt, der Grundstein für ihre musikalische Ader gelegt worden. Auch in den ersten Jahren ihrer Ehe nahm sie Gesangsunterricht bei Johann Christian Bach und musizierte regelmäßig zusammen mit Mitgliedern der Familie. Sie förderte als Königin auch den jungen Wolfgang Amadeus Mozart, der im Alter von 8 Jahren vor ihr in London auftrat. Charlottes Mutter beschäftigte sich intensiv mit Stickereien sowie anderen Näharbeiten und unterwies auch ihre Töchter in dieser Kunst. Wie ernsthaft und ausdauernd die Herzogin solche Arbeiten verrichtete, belegt die Tatsache, dass sie für ein Zimmer im oberen Schloss in Miro eine komplette Seidentapete bestickt hat. Ein Rest des Originals dieser Tapete hat sich bis heute erhalten und zeigt die hohe Qualität der fürstlichen Stickerei. Zeit ihres Lebens gehörte das Sticken zu Charlottes liebsten Beschäftigungen. Sie gründete eine Stickschule für Londoner Bürgertöchter und eine Spinnschule für mittellose Mädchen. Eine geübte Stickerin benötigt für das Anfertigen von nur 1 Meter Knotenschnur etwa 2 Stunden. Auf den Seidenbahnen in diesem Raum sind mehr als 2 Kilometer solcher Schnüre verwendet worden. Das gestickte Kunstwerk diente in Miro mit großer Sicherheit in dem Raum als Wandbespannung, in dem die Herzogin auch ihre eigene Porzellansammlung präsentierte.
Jahr für Jahr und Tag um Tag müssen sie hier in Miro an der originalen Tapete gestickt haben. Dieses Kunstwerk war mehr als das Ergebnis eines hausmütterlich betriebenen Hobbys. Europaweit gehörte das Sticken auf höchstem Niveau und mit größtem Aufwand zum Selbstverständnis. In unzähligen Schlössern waren ganze Wanddekorationen oder Möbelbezüge zu bewundern, die die Fürstinnen eigenhändig gestickt hatten. Die Bezeichnung Gewitterzimmer erhielt der Raum erst im 20. Jahrhundert. Zwei Gründe haben dazu geführt. Zum einen erschien die Stimmung des Himmels auf der bemalten Wandtapete vor ihrer Restaurierung düster, wie kurz vor einem Gewitter. Zum anderen herrschte seit dem Erscheinen der in niederdeutscher Mundart verfassten Romane von Fritz Reuter der Glaube vor, Herzog Adolf Friedrich IV. Habe panische Angst vor Gewittern gehabt. Das Schloss ist zwar das Geburtshaus von Adolf Friedrich IV., aber er hat nur kurze Zeit als Kleinkind hier gelebt. Seine spätere Residenz war in Neustrelitz. Nach dem Tod seiner Mutter im Jahre 1761 beließ er die hiesigen Ausstattungen weitgehend unangetastet und nutzte den Bau nur sporadisch, wie ein Lusthaus. Ganz fortschrittlich und als einer der ersten deutschen Fürsten ließ Adolf Friedrich IV. Später Blitzableiter an seinen Schlössern anbringen. Aus diesem Umstand und mit dem physikalischen Interesse formte Reuter die Legende von der neurotischen Gewitterangst mit absurden Sicherheitsvorkehrungen des Herzogs. Reuter dichtete seinem skurrilen Titelhelden auch eine Abneigung gegen Frauen an. Der Autor spielte auf den historischen Umstand an, dass Adolf Friedrich IV. Nie verheiratet war. Viele gute Partien hatte er ausgeschlagen. Die repräsentativen Pflichten der ersten Frau im Staate übernahm seine ältere und ebenfalls ledige Schwester Christiane. Zudem machte Reuter aus seinem Durchleuchting einen politisch desinteressierten Monarchen, der die Nöte seines Staatshaushaltes nicht zur Kenntnis nahm. Damit kam der Autor der historischen Wahrheit sehr nahe. Schon 1763 äußerte sich Prinz Heinrich von Preußen über die beschauliche Ignoranz am Strelitzer Hof, wo die politischen Verwicklungen der Zeit kein Interesse weckten. Adolf Friedrich IV. Stand seinen astronomischen Privatschulden und einem drohenden Staatsbankrott hilflos gegenüber. Von den meisten Tendenzen der Aufklärung blieb er unberührt und das Land stagnierte unter seiner Herrschaft. Die Tapete des Streublumenzimmers ist eine Besonderheit und gehört zu einer Gruppe von Wanddekorationen, die 3 Räume im Obergeschoss schmücken. Es handelt sich dabei um Tapeten, die wie Gemälde mit Ölfarben auf Leinwand gemalt wurden. 1754 kaufte Herzogin Elisabeth Albertine diese zusammen bei Johann Conrad Petri in Dresden. Tatsächlich finden sich hier keine Fantasiegewächse, sondern wirklichkeitsgetreue Darstellungen von Pflanzen wie beispielsweise Nelken, Tulpen, Rosen oder Lavendel. Es sind allesamt Blumen, die damals fast ausschließlich in Schlossgärten zu finden waren. Im Zentrum liegt der wichtigste Raum im ganzen Schloss, der Festsaal. Er nimmt dabei nicht nur die volle Tiefe des Hauses ein, sondern erstreckt sich auch in seiner Höhe gleich über 2 Geschosse. 2 große Verluste prägten die Kindheit des kleinen Lottchens und veränderten ihr Leben und das ihrer Familie grundlegend. Zur Großmutter Christiane Emilie Antonie, die im oberen Schloss in Miro residierte, herrschte ein enger Kontakt. Deren Schloss nutzten Charlottes Eltern für größere repräsentative Anlässe, da das eigene Schloss klein und weniger aufwendig ausgestattet war.
Charlotte wird in ihrer Kindheit wahrscheinlich täglich im Schloss ihrer Großmutter zu Besuch gewesen sein und ihre ersten festlichen Veranstaltungen im Festsaal des Hauses erlebt haben. Als Charlotte 7 Jahre alt war, starb die geliebte Großmutter. Gleich im Jahr darauf folgte noch ein schwerwiegenderer Schlag. Ihr Vater Karl Ludwig Friedrich, der Prinz von Miro, starb noch vor seinem Halbbruder und konnte somit nie die Regentschaft in Mecklenburg-Strelitz antreten. Charlottes Mutter schlug mit Hilfe ihrer Räte und der mecklenburgischen Landstände den militärischen Staatsstreich des Schweriner Herzogs Christian Ludwig nieder und errang die vormundschaftliche Regierung für ihren unmündigen Sohn Herzog Adolf Friedrich IV. Charlottes verwitwete Mutter musste sich daher nicht nur um ihre 6 Kinder kümmern, sondern stand nun zusätzlich in der Regierungsverantwortung. Charlotte erlebte somit in ihrer Kindheit, wie ihre Mutter unter widrigen politischen Umständen geschickt und mutig die Regierung des Landes übernahm. Der Italiener Giovanni Battista Clerici schuf 1711 diesen plastischen Kosmos aus Stuck. Um dieselbe Zeit hatte er und seine Werkstatt auch andere Räume des Schlosses, die Residenz im alten Strelitz und weitere fürstliche Bauten ausgestattet. Doch seine Stuckdekorationen hier sind die einzigen, die aus der Epoche der ersten Herzogin Christiane Emilie Antonie und den Anfängen des Herzogtums erhalten blieben. Lange Zeit glaubte man, dass das Mirower Schloss um die Mitte des 18. Jahrhunderts vollständig abgebrannt und ein neues an derselben Stelle errichtet worden sei. Moderne Untersuchungsmethoden belegen mittlerweile, dass das Gebäude aus der Zeit ab etwa 1709 stammt. Die Dimensionen des Raumes, die Pilaster und Kamine aus Stuckmarmor sowie jedes der Fabelwesen rufen beim Eintreten Erstaunen hervor. Die ursprüngliche Möblierung des Raumes, die lediglich aus Stühlen, Tischen und Leuchtern bestanden hat, ist nicht erhalten. Die 3 Kristallkronen sind aufwendige Rekonstruktionen nach historischen Fotografien. Bis heute ist die Frage, wie die Hochzeit zwischen Georg III. Und Charlotte zustande kam, nicht ausreichend geklärt. Es gibt die romantische Erzählung, Charlotte habe mit 16 Jahren einen Brief an Friedrich den Großen geschrieben, damit er ihr heimatliches Herzogtum vor dem Krieg verschone. Dieser Brief sei angeblich König Georg III. Von England in die Hände gefallen und er habe sich in die Verfasserin verliebt. Es gab aber schon länger enge Bande zwischen dem Hof in Miro, dem Kurfürstentum Hannover und dem Königreich von England. Als 1760 in Großbritannien König Georg II. Verschied, war sein ältester Sohn bereits verstorben. Die Thronfolge fiel seinem 23-jährigen Enkel König Georg III. Zu. Der junge König, seine Mutter Augusta von Wales und deren engster Berater John Stuart begannen nun eilig und in aller Verschwiegenheit nach einer passenden Gemahlin zu suchen. Die Mutter des Königs, Augusta von Wales, vertraute Gerlach Adolf Freiherr von Münchhausen, Bruder des Leiters der deutschen Kanzlei in London, voll und ganz, war er doch derjenige, der schon etwa 25 Jahre zuvor ihre eigene Hochzeit eingefädelt hatte. Die Zeit drängte, da Georg den Wunsch hegte, dass bei seiner für den 22. September desselben Jahres festgesetzte Krönungsfeier nicht nur er, sondern auch seine Gemahlin gekrönt werden sollte. Er erlaubte sich, dem König von England und dessen Mutter einen eigenen Vorschlag zu unterbreiten: Sophie Charlotte zu Mecklenburg-Strelitz. Charlottes Mutter hatte sich als treue Verbündete im Kampf um die Macht der Landstände erwiesen. Münchhausen konnte mit Sicherheit davon ausgehen, dass die Herzogin-Witwe Elisabeth Albertine und in Folge auch deren Tochter sich den Interessen Hannovers verpflichtet fühlen würden.
Zudem war das Herzogtum Mecklenburg-Strelitz außenpolitisch neutral. Münchhausen berichtete von den Vorzügen der Strelitzerin. Im Mai 1761 wurde ein Gesandter nach Miro geschickt, um sich eigens ein Bild von Charlotte zu machen. Um den 20. Mai herum erreichte dessen Bericht zusammen mit einem Miniaturporträt von Charlotte Georg in London. Münchhausens taktische Vorgehensweise wurde von Erfolg gekrönt. König Georg III. Von England hatte seine Wahl getroffen. Die meisten Angestellten waren neben Kammerjungfern, Waschdirnen, Lakaien und Spinnmädchen. In manchen Jahren gehörten bis zu 60 Personen zum Hofstaat. Viele erhielten zusätzlich zum Gehalt Kost, Unterkunft und Kleidung. Außerdem gab es bei Hochzeiten oder Todesfällen Geldgeschenke für Mitglieder des Hofstaates. Es wurde manchmal auch eine rentenähnliche Zahlung, das Gnadengeld, geleistet. Meist blieben die Hofangestellten ein Leben lang in fürstlichen Diensten und vererbten ihre Positionen oft über Generationen hinweg weiter. Die Miroer Küche war in einem anderen Gebäude untergebracht, weil von ihr große Brandgefahr ausging. Sie war fürstlich ausgestattet. Es gab zum Beispiel eine große Anzahl prächtiger Kupfertöpfe. Als Küche sind nur Männer überliefert, die allerdings von Küchenfrauen unterstützt wurden. Diese Großküche versorgte nicht nur die fürstliche Tafel, sondern den gesamten Hofstaat. Im hiesigen Waschhaus gab es nur Frauen. Es war ein enormer Aufwand und eine Kunst, allein die alltägliche Wäsche wie Bettlaken, Tücher und andere Leinengewebe zu säubern. Eine noch größere Herausforderung stellten die kostbaren Seidenkleider oder andere empfindliche Stoffe dar. Gewaschen wurde mit Regenwasser, Lauge und Seife. Für die Bedienung der Herzoginnen waren die Kammerjungfern zuständig. Für ein kleines Gehalt sowie Kost und Logis hatte der Stubenheizer die Aufgabe, alle Öfen und Kamine im Haus rund um die Uhr am Laufen zu halten. Hinter einer Tür befand sich eine Kammer mit einem Befeuerungskamin, von wo aus er seine Arbeit verrichten konnte, ohne die Gemächer der Herrschaft zu betreten. Seit 1721 hatte Prinz Karl einen Lakaien mit dem ungewöhnlichen Namen Aschmi. Es wird vermutet, dass es sich bei ihm um einen sogenannten Hofmoor gehandelt hat. Ob er aber tatsächlich aus Afrika kam, kann nicht belegt werden. Aschmi stieg später zum Kammerdiener auf und verblieb auch nach dem Tod der letzten Witwe hier im Schloss, wohl bis zu seinem Lebensende. Oberhofmeister Baron Johann Christian von Zesterfleth begann als Lehrer von Prinz Karl, machte Karriere und übernahm die höchste Position am Hof. Ohne den äußerst klugen und geschickten Juristen wäre die Geschichte des Miroer Hofes nicht so erfolgreich verlaufen. Ihm hatte Charlotte ihre Ehe mit dem englischen König und das Herzogtum seine Unabhängigkeit von Schwerin zu verdanken. Die Miroer Schlossinsel erzählt vom Anfang, aber auch vom Ende der gesamten Dynastie. Über eine schmiedeeiserne Brücke gelangt man zu dem kleinen Eiland mit seinen hohen Bäumen. Dort ist durch das steinerne Grabmal die Erinnerung an den letzten Strelitzer Regenten tragischerweise konserviert. Hier schließt sich der Kreis der Geschichte der Mecklenburg-Strelitzer Herzöge in Miro. Mit seinem mysteriösen Tod riss die Herrschaft der Strelitzer Linie im Jahr 1918 abrupt ab, kurz bevor der Verlauf der Historie auch das Ende der Monarchie in den deutschen Territorialstaaten einläutete. Der letzte Großherzog Adolf Friedrich VI. Tötete sich mit nur 35 Jahren im Februar 1918 selbst. Es kamen in der Folge viele Gerüchte über Affären, Spionage und unglückliche Liebschaften auf, aber bis heute sind die wahren Beweggründe für diese Tat nicht völlig aufgeklärt. Als seine letzte Ruhestätte hatte Adolf Friedrich VI. Noch vor seinem Tod die sogenannte Liebesinsel neben dem Schloss gewählt.
Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt Spannendes über die Prinzessin Sophie Charlotte, die spätere Königin von Großbritannien, erfahren. Und natürlich habt ihr auch das wunderschöne Schloss Miro gesehen. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sage dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!